Was hat der Darm und der Vagusnerv und Schwermetalle mit Angst- und Panikattacken zu tun? Das schauen wir heute in diesem Video an. Vorab etwas zu mir. Ich bin Drehbuchautorin und Regisseurin und seit 2020 bin ich ganzheitlicher ayurvedischer Ernährungscoach. Warum habe ich mich für Ernährung interessiert? Ja, ich bin selbst schwer krank geworden. Ich hatte ganz viele Symptome und in meiner Karriere als chronisch Erkrankte hat sich kein Arzt wirklich Zeit genommen, mir die biochemischen Abläufe zu erklären. Als ich dann mich selbst geheilt habe und viele Bücher gelesen habe, ist der Wunsch in mir gewachsen, dass ich dieses Wissen aus meiner Erfahrung, aus diesen Büchern zusammenpacke und sie für ein breites Publikum zugänglich mache. Ich bin keine Ärztin und keine Naturheilpraktikerin. Bevor du also eine Behandlung abbrichst oder neu anfängst, besprich das mit deinem Arzt. Ja, was sind die Ursachen für Angst- und Panikattacken? Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Anthony Williams Büchern und ich liebe es aber auch, die momentane Forschung zu beobachten und zu schauen, was ist eigentlich der aktuelle Wissensstand. Daher bekommt ihr in dieser Folge wie gewohnt geballtes Wissen aus beiden Welten. Einmal aus dem Buch Die Darm-Hirn-Connection von Gregor Hasler und aus den Büchern von Anthony Williams. Und nicht zu vergessen, meinen persönlichen Erfahrungsschatz. Ja, was ist eigentlich eine Angststörung? Wir unterscheiden 3 verschiedene Ebenen der Ängste. Es gibt unzählige Arten von Angststörungen bei der leichten oder mittleren Art. Und es gibt auch Angststörungen, die von schwerer Natur sind. Und jetzt schauen wir uns die 3 Ebenen mal an. Leichte Formen von Angststörungen. Ohne Grund emotional. Du bist dir nicht sicher, ob du glücklich, traurig, aufgewühlt, wütend oder frustriert bist. Das Gefühl von Einsamkeit kriecht immer wieder hoch. Das komische Gefühl, dass du irgendetwas im Leben verpasst. Du wünschst dir, etwas zu unternehmen und gleichzeitig möchtest du dich am liebsten von der Welt verstecken. Du kannst nicht stillsitzen. Das komische Gefühl, dass dir etwas die Wirbelsäule hochkriegt und du kannst nicht wirklich ausruhen. Du leidest unter Konzentrationsstörungen durch wirbelnde Gedanken. Vielleicht bist du frustriert, innerlich zerrissen und weißt nicht wirklich warum. Ein starker Drang überkommt dich zu schreien, um alles loszuwerden. Ein Unbehagen, wenn du mit anderen sprichst. Ein Gefühl von innerem Jucken und du möchtest dich am liebsten aus deiner eigenen Haut befreien. Schlafprobleme. Du leidest vielleicht an unangenehmen Träumen und du wachst am Morgen ängstlich, unsicher und nervös auf. Du leidest immer wieder an extremen Temperaturschwankungen. Das waren jetzt mal ein Auszug von möglichen leichten Angststörungen. Wir kommen jetzt zu der mittleren Form von Angststörungen. Du merkst, du hast Schwierigkeiten als Beifahrer im Auto mitzufahren. Du fühlst dich gefangen und du kämpfst mit einem Erstickungsgefühl. Du meidest Menschenmengen. Ein Gefühl von Beklemmung in der Brust oder der Magengrube steigt hoch. Du bekommst schwer Luft und vielleicht fühlt sich deine Nase oder deine Augen geschwollen an. Deine Pulsfrequenz schwankt. Du schwitzt übermäßig. Dein Bauch fühlt sich aufgebläht an und du hast das Gefühl, dass du keine Luft bekommst und keinen tiefen Luftzug aus dem Bauch holen kannst. Du wachst mitten in der Nacht auf, bist außer Atem und dein Herz rast und du bist verwirrt und verängstigt. Du leidest immer wieder unter schlimmen Albträumen. Und abends hast du Angst, ins Bett zu gehen. Nun kommen wir zu den schweren Formen von Angststörungen. Du leidest unter einem extrem starken Beklemmungsgefühl in der Brust. Ein wiederkehrendes Taubheitsgefühl tritt auf. Du leidest unter Herzrasen. Dein Atem fällt dir schwer. Es kommen immer wieder Schwindelanfälle. Du hast das Gefühl, gleich zu sterben. Posttraumatische Belastungsstörung. Du kannst dich nicht von deinem Haus entfernen, weil deine Panikattacken derartig extrem sind. Du hast Angst, nicht mehr zurückzukommen. In dir steigt die Angst hoch, von einem Geschäft nicht mehr nach Hause zu gelangen, weil deine Panikattacke eventuell so groß ist. Und laut Anthony Williams gibt es 3 Ursachen für diese Panik- und Angstattacken. Wir haben als ersten Grund den entzündeten Zwerchfellnerv. Ja, und hier ist die Frage, was reizt diesen Zwerchfellnerv?
Es ist schwerverdauliches und toxisches Essen, was die Schleimhäute und die Nervenzellen im Magen irritieren und sie reizen. Diese Irritation kann zu Angst führen und es kann sogar zu Restless Leg Syndrom führen. Dieses Restless Leg Syndrom, darunter habe ich so viele Monate gelitten. Das war echt, ich habe es fast nicht ausgehalten, vor allem in der Nacht. Und genau, dazu kommen wir nachher. Ich bin einfach so froh, dass das weg ist. Dann die zweite Möglichkeit, eine leichte Entzündung im Gehirn. Und Ursache dafür können oxidierende Schwermetalle sein. Unsere Nervenimpulse sind elektrische Impulse. Bei jedem Gedanken, den wir denken, schießt ein elektrischer Impuls los. Wenn dann eine Ablagerung von Schwermetallen in unserem Hirn ist, schießt dieser Impuls in diese Schwermetalle. Und daraus, sagt Anthony William, können diese Art von Ängste entstehen. Dritte Möglichkeit, die virale Last. Verschiedene Erreger wie Viren oder Bakterien produzieren Neurotoxine und entzünden Teile des Gehirns. Hier reagieren die Nerven empfindlich und werden direkt vom Hirn über den Vagusnerv, über den Zwerchfellnerv in den Magen geleitet. Daher ist es einem als Begleiterscheinung zu Angst und Panik oft dann auch übel. Es schlägt einem auf Magen oder sogar noch weiter unten in den Darm. Ja, und wenn dann Essen durch den Verdauungstrakt geschoben wird, kann es da diese empfindlichen Nerven kitzeln. Ja, und das kann dazu führen, dass man plötzlich um 2 Uhr nachts einfach wach da liegt. Das ist die Zeit, wo die Ernährung einen empfindlichen Nerv passiert. Vierter Grund, Stress und emotionale Verletzungen. Wenn zu oft das Vertrauen gebrochen wurde, dann summiert sich das auf. Dann kommt ein Trauma hoch. Wenn das passiert, dann fluten die Nebennieren den Körper mit Adrenalin. Und dieses Adrenalin zermürbt und überschwemmt unsere Nerven. Anthony William meint jedoch, wenn dieser Angstzustand aber nach dem emotionalen Konflikt noch andauert, dann können dafür Schwermetalle und Viren verantwortlich sein. Fünfter Punkt, posttraumatische Belastungsstörung. Durch eine traumatische Situation entsteht ein elektrischer Sturm in unserem Gehirn. Dieser Sturm produziert Hitze und dadurch können Teile des Gehirns verletzt werden. Man entwickelt dann eine Angst, eine gewisse Allergie auf bestimmte Situationen. Situationen, die die posttraumatische Belastungsstörung hervorgerufen hat. Zum Beispiel kann man nicht mehr in einen Aufzug steigen, weil man einmal erlebt hat, wie der Aufzug stehen geblieben ist. Im Buch Die Darm-Hirn-Connection von Gregor Hasler wird der Vagusnerv noch ein bisschen näher beleuchtet. Ich finde es ganz spannend zu verstehen, wie unsere Organe verbunden sind und wie sie untereinander kommunizieren. Der Vagusnerv wird auch als großer Zuhörer genannt. 20% seiner Fasern geben Befehle von oben nach unten. Die restlichen 80% hören den Organen zu und leiten die Informationen an unser Gehirn weiter, damit es weiß, wie unser innerer Zustand ist. Der Vagusnerv zeigt also auf, wie es uns geht und wer wir wirklich sind. Ja, und dies geschieht oft gegen unseren bewussten Willen. Das ist auch ein Grund, warum wir Grundgefühle auf der ganzen Welt verstehen. Hier ist nämlich der Vagusnerv mit dem Zusatznerv verknüpft und wir erkennen, ob jemand Ekel, Traurigkeit, Scham, Wut, Interesse oder Glück empfindet. Ja, und da unser Gesichtsnerv mit dem Vagusnerv verbunden ist, erstaunt es uns überhaupt nicht, dass wir eine direkte Verbindung zu unserem Darm haben. Sie ist nämlich im Moment unseres Gefühlsausbruches gepaart mit unserer Darmaktivität. Bei Ekel bringen wir keinen Bissen mehr herunter. Bei Wut spannt sich der Bauch an und uns platzt der Kragen. Ebenfalls gehen Traurigkeit und Verstopfung einher. Und weiter beschreibt Gregor Hasler in seinem Buch den Zusammenhang zwischen Glutenunverträglichkeit und Ängste und Depressionen. Und hier lese ich schnell ab. Er beschreibt auch, dass bei einer Glutenunverträglichkeit oder einer Zöliakie es dann im späteren Verlauf zu einem Nährstoffmangel kommen kann. Und dies führt dann zu Blähung, Durchfall, Leistungsabfall, Müdigkeit und Erschöpfung. Knochenschmerzen, Gelenkschmerzen, Vitamin D-Mangel, Vitamin B12 und Zinkmangel.
Ja, und weiter beschreibt Gregor Hasler in seinem Buch, dass Vireninfektionen ein Grund dafür sein können, dass man überhaupt eine Glutenunverträglichkeit entwickelt. Und zwar schreibt er, ich lese es ab: Wenn bei Labortieren während einer Infektion mit Reoviren gleichzeitig viel Gluten verabreicht wird, ist ihr Immunsystem überfordert. Auch beim Menschen gibt es Hinweise für dieses Risiko, dass sich nach einer Infektion eine spätere Glutenunverträglichkeit entwickeln kann. Gregor Hasler meint im Umkehrschluss, einem kranken Kind sollte man keine großen Mengen an Getreideprodukten als Nahrung geben. Das finde ich mega spannend, weil es natürlich die Thesen von Anthony William untermauert. Und weiter geht es in diesen Forschungsberichten in seinem Buch Die Darm-Hirn-Connection, wo es um die Schwermetalle geht. Und das möchte ich unbedingt in diesem Video, wo es um Angst- und Panikattacken geht, auch unbedingt beleuchten. Und zwar ist es ja so, dass wenn wir an Zöliakie oder einer Glutenunverträglichkeit leiden, dass wir tendenziell die Gerichte austauschen mit Reisgerichten. Aber immer wieder wird in der Lebensmittelanalyse festgestellt, dass Reisprodukte mit Schwermetallen kontaminiert sind. Und zwar mit Metallen wie Arsen und Quecksilber. Er schreibt im Zusammenhang mit Glutenersatzprodukten, viele werden mit Reis hergestellt und durch Lebensmittelanalysen ist jedoch bekannt, dass viele industrielle Reisprodukte mit Metallen wie Arsen und Quecksilber verunreinigt sind. Er schreibt weiter, dass eine erhöhte Konzentration von Arsen oder Quecksilber zu Krebs oder anderen chronischen Erkrankungen führen. Ja, und diese Erkenntnisse kennen wir natürlich auch aus den Büchern von Anthony William. Also stellt sich uns die Frage, was können wir tun? Was können wir tun, wenn wir unter Ängste und Panikattacken leiden? Was schlagen uns diese schlauen Bücher vor? Und da habe ich euch auch eine Zusammenfassung gemacht von den verschiedenen Büchern Heile deine Leber, Heile dich selbst und Mediale Medizin von Anthony William. Hier ist es. Was können wir tun? Ja, unsere Leber agiert wie ein Bodyguard und sie sammelt verschiedene Gifte und Schwermetalle und Viren ein, so dass wir überleben können. Nun, wenn die Leber aber zu viel eingesammelt hat und sie wird träge, dann kann es sein, dass der ganze Körper überlastet wird. Und deswegen ist es so etwas Wunderbares, wenn wir die Leber einfach unterstützen, und zwar mit einer Leberreinigung. Ein Teil der Leberreinigung kann der Schwermetallentgiftungssmoothie sein. Da habe ich ein Video für euch dazu gemacht. Ich trinke diesen Smoothie schon bald 2 Jahre jeden Morgen und es geht mir immer besser. Ich kann sagen, dass dieses Restless-Leg-Syndrom verschwunden ist. Dieses Herzrasen, was ich hatte, ist verschwunden. Dann diese Unkonzentriertheit und das Gefühl zu haben, ich muss aus meiner Haut raus oder ich würde am liebsten rumschreien, damit das alles irgendwie aufhört. Das hat einfach aufgehört. Ja, es war ein Weg, aber um alles in der Welt ist es der beste Weg für mich gewesen. Also es lohnt sich halt, ne? Dann, ja, und wie können wir virelle Belastungen verkleinern und entzündungshemmende Ernährung einführen? Dazu findet ihr das Video Entzündungshemmende Ernährung. Denn wir wollen natürlich auf keinen Fall, dass unsere Nervenzellen andauernd irritiert werden. Deswegen ist die Ernährung so essentiell wichtig. Ja, und dann ein wichtiger Punkt. Wir können unser vegetatives Nervensystem unterstützen, indem wir unsere Ressourcen aktivieren. Dies können wir natürlich tun, indem wir gesund essen und aber auch gesunde Beziehungen führen. Indem wir das Nervensystem mit Yoga, Achtsamkeitsübungen, Atemübungen, Musiktherapie und Gefühlearbeit unterstützen. Ein tolles Video über Gefühlearbeit habe ich mit Vivian Dittmar gemacht und das findest du hier. Ja, um tiefer in das Thema Selbstheilung zu gehen, empfehle ich dir von ganzem Herzen das Buch Heile dich selbst von Anthony William. Und natürlich, wenn dich interessiert, wo gerade der wissenschaftliche Stand ist, dann empfehle ich dir das Buch von Gregor Hasler, Die Darm-Hirn-Connection. Und
Alle Bücher findest du unten als Affiliate-Links. Und wenn du ein großer Fan von meiner Arbeit bist und dich das immer wieder freut, dass ich die Informationen so zusammentue und einfach verpacke, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass du meine Arbeit mit deiner Spende unterstützt. Den Link findest du unten. Ja, ich wünsche dir von ganzem Herzen ganz viel Kraft, Mut und Geduld auf deinem Weg, dass Angst- und Panikattacken deiner Vergangenheit angehören dürfen. Alles, alles Liebe. Tschüss.